Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Mivola News. Der 16. Februar 2011 war ein weiterer besonderer Tag für das Miniatur-Wunderland. Der 1 Millionste Hamburger Besucher wurde von uns empfangen. Ohne Vorahnung traf es die 25-jährige Studentin Sibylle Lorenz. Unter Konfettiregen bekam sie als Dank eine Torte überreicht und zugleich lebenslang freien Eintritt. Darüber hinaus durfte sie sich mit einer Figur im Wunderland verewigen. Wir freuen uns riesig über die Treue und Begeisterung der Hamburger. Nach wie vor ist Hamburg ohne Zweifel unser Traumstandort und der Erfolg gibt uns die Möglichkeit, in der Speicherstadt weiter zu wachsen. Dafür sagen wir Danke Hamburg! In Sachen Modellbau geht es nun kurz vor der Eröffnung in großen Schritten voran. Die im letzten Monat vorgestellten Gepäckbänder für die ersten Terminals wurden mit vielen kleinen LEDs zur Beleuchtung bestückt. Die Grundplatten der 3 Terminals werden Ebene für Ebene bis in das letzte Detail geschmückt. Dabei sind diverse Shops, kleine Cafés oder Bistros entstanden. Eine sehr aufwendige Arbeit, wenn man bedenkt, dass alle Kleinigkeiten nach Originalbildern entworfen wurden, um ein realistisches Bild wiederzuspiegeln. Dazwischen gehören natürlich hunderte kleine Figuren. Hier wählt Judith einige der Reisenden aus und bestückt sie mit Gepäck. Noch ist nicht überschaubar, wie viele Figuren hier zum Einsatz kommen werden. Bis zur Eröffnung Anfang Mai werden alle Terminals über 4 Ebenen verfügen. Die Modellbauer werden bis dahin noch viele Arbeitsstunden mit dem Ausschmücken von Kleinigkeiten oder dem Zusammensetzen diverser Sitzmöglichkeiten beschäftigt sein. Aber nicht nur an den Details der einzelnen Flächen wird gearbeitet, auch die Bürogebäude, in denen sich viele Reiseveranstalter befinden, wurden angefertigt. Die zuvor erstellten Fenster wurden mit kleinen Dia-ähnlichen Bildern versehen. Durch die Innenbeleuchtung der Gebäude können sie vom Besucher besser wahrgenommen werden. Dazwischen gibt es viele Zimmer, in denen wie im wahren Leben kleine Szenen stattfinden. Hierfür sind zahlreiche Kleinigkeiten wie Schreibtische oder Computerbildschirme zusammengestellt worden. Nach Eröffnung wird das Ganze auf der Anlage zu begutachten sein. In den letzten Wochen ist die Beleuchtung vieler Gebäude fertiggestellt worden. Unsere Elektroniker sind fleißig dabei, die letzten Bauwerke zu verkabeln, damit diese in der Dunkelphase des Wunderlandes ganz besonders herausstechen. Viele der kleinen Leuchten wurden speziell von uns angefertigt. Zugleich sind die letzten Gebäude in der Entstehungsphase. Tina hat diesen Bürokomplex zusammengesetzt und ausgeschmückt. Mit Airbrush wird hier das Dach farbig gestaltet. Das ganze Bauwerk wird später an eine der Wartungshallen gekoppelt sein. In dieser Werkstatt werden sowohl Pkw als auch größere Lastwagen gewartet oder repariert. Für die Unterhaltung der kleinen Arbeiter und auch für die großen Besucher sorgen diese kleinen Poster, die die Wände verzieren. Der Bau des Schloss Neuschwanstein ist immer noch nicht abgeschlossen. In den letzten Wochen konnten aber einige Fortschritte an Gastons Kunstwerk beobachtet werden. Viele neue Bereiche sind entstanden. Nachdem der Großteil der Türme beleuchtet wurde, ist es nun an der Zeit, sie zu befestigen. Neben den vielen Touristen, die dieses Bauwerk genauer erkunden wollen, ist auch der erste Bewohner des Schlosses eingezogen. Huibu, das Schlossgespenst. Viele Bauteile warten noch auf ihre Bearbeitung und den anschließenden Einbau. Die letzten Fassaden werden angefertigt und zurechtgeschnitten. Viele der Grundmauern bekommen mehrere Schichten Farbe aufgetragen, um dem Originalton nachbilden zu können. Zugleich werden bereits kleine Details für die Ausschmückung der einzelnen Türme vorbereitet. Sonja erstellt dafür einige kleine Kreuze und Lilien. Dabei wird mit unterschiedlichen Perlen versucht, ein genaues Bild zu schaffen, das den echten Proportionen entspricht. Zahlreiche Ritterstatuen für die Fassaden wurden gealtert und mit Schild und Lanze ausgestattet. Die letzten Flugzeuge für den Airport Knuffingen sind vor ihrer Fertigstellung. Unter anderem sind diese Condor Boeing 767 und diese TUI Fly 737 einige der Neuankömmlinge, die den Flughafen anfliegen werden. Viele Flieger sind mittlerweile auch mit rotierenden Triebwerken ausgestattet. Aber nicht nur an den Flugmodellen wird gearbeitet, sondern auch an der Ausschmückung des Flughafengeländes. Die vielen Einzelteile, die über die Jahre angefertigt wurden, bringen nun Leben auf das Rollfeld. Wichtig ist, dass die feststehenden Positionen nicht die Bewegungsabläufe im Betrieb später behindern. Natürlich werden zeitgleich noch weitere Details angefertigt, zum Beispiel von Flo. Und zwar baue ich zurzeit diese Blitzer. Da aber die LEDs darin so hell sind, dass es durchscheint, muss ich sie jetzt erst schwarz malen, dann muss ich sie wieder weiß malen und dann muss ich sie gelb malen, dass sie nachher die richtige Farbe haben. Aber sonst leuchtet es halt durch. Zugleich wurden die Zufahrtsstraßen der Terminals mit zahlreichen Fahrzeugen ausgestattet, wie hier das Aufkommen vieler Taxifahrzeuge. Des Weiteren wurden die wehenden Flaggen eingebaut. Sie können sich nach Windlage und Geschwindigkeit verstellen. In der Elektronik- und Mechanikwerkstatt wird derweil an weiteren kleinen Aktionen gebaut.
Hier entsteht eine kleine Röntgenanlage für Frachtgüter. Also das wird praktisch unser kleines Display, wo wir dann drauf anzeigen wollen, was in den Kisten drin ist. Und dann wird hier drin das Bild eingeblendet von irgendwelchen lustigen Sachen, was dann in so einer Kiste drin sein könnte. Ja, und hier vorne, das wird eigentlich das Schönste an der ganzen Geschichte. Das wird die Rennstrecke für meinen Ameisenrenner. So, und das ist jetzt praktisch auch der Parcours. Das heißt, hier stelle ich mir vor, hier muss irgendwie eine große Vase stehen später. Hier ist der nächste Teil vom Parcours. Ich denke mal, Meister mit Lehrlingen, die am Fahren sind. Ganz klar. Dieses Hubwagenrennen ist allerdings noch nicht alles. Auch auf dieser Straße ist Action. So, Situation vorher, sitzen ganz gemütlich im Auto und wenn man nicht aufpasst, gerade als Gast, dann macht das irgendwann klack. Sowohl diese Knopfdruckaktion als auch das bereits bekannte Fitnessstudio mit zahlreichen aktiven Sportlern wurden nun fest auf der Anlage platziert. Das war's für diesen Monat. Wir freuen uns auf die Eröffnung des Knuffingen Airport am 4. Mai 2011. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag oder einen erholsamen Abend. Bis zum nächsten Mal.